Hey, ich bin Christopher von iDoc und heute zeige ich dir, wie du den Home-Button deines iPhones selbst austauschen kannst. Wichtiger Hinweis, nach der Reparatur ist die Touch-ID nicht nutzbar. Die Reparatur ist recht leicht und du solltest ungefähr eine halbe Stunde einplanen. Das folgende Werkzeug empfehle ich dir: einen Pentaloop-Schraubendreher, einen Philips-Schraubendreher, einen Saugnapf, ein Hartplastikplektrum, eine Pinzette, einen Stahlspatel und einen Spatscher. Außerdem benötigst du noch einen Heißluftföhn, da das Display so stark verklebt ist. Darüber hinaus empfehle ich immer noch die Magnetmatte, damit die Schrauben ordentlich wegsortiert werden können. Solltest du bei der Reparatur an einem Schritt nicht weiterkommen, nutze unsere bebilderten Anleitungen auf der Internetseite. Dort hast du auch die Möglichkeit, über die Kommentarfunktion Fragen zu stellen. Viel Spaß bei der Reparatur! Bevor ich mit der Reparatur beginne, schalte ich das Gerät aus, damit ich keine Kurzschlüsse im Gerät verursachen kann. Bevor ich das Gerät öffnen kann, muss ich noch die beiden Pentaloop-Schrauben, die links und rechts von der Ladebuchse liegen, entfernen. Ich erwärme jetzt das Gerät mit der Heißluft, damit dann sich der Klebstoff einfacher lösen lässt und ich das Display einfacher öffnen kann. Als nächstes setze ich den Saugnapf am unteren Ende des Displays an, ziehe an diesen und drücke gleichzeitig mit einem Plektrum das Gehäuse herunter und versuche das Plektrum zwischen Display und Gehäuse zu führen. Mit einer kleinen Hebelbewegung versuche ich dann schrittweise das Display vom Gehäuse zu lösen. Notfalls nehme ich mir mehrere Plektren zur Hand, die ich dann unterklemme und mit einem zweiten weiterarbeite. Auf jeden Fall führe ich das Plektrum am gesamten Rand entlang und wenn ich das Display dann langsam anheben kann, klappe ich es nach links auf. Hier oben ist es noch weiter eingeklebt und eingehakt, da nochmal etwas lösen und jetzt habe ich das Gerät geöffnet. Ganz wichtig, an dieser Stelle sind die Anschlusskabel des Displays versteckt. Wenn ich das Display zu weit umklappe oder daran zu stark ziehe, zerstöre ich diese Anschlusskabel. Um Schäden durch Kurzschlüsse zu vermeiden, trenne ich als erstes den Akku. Dafür muss ich zuerst die beiden Schrauben und das Blech über den Kontakt entfernen. Nach den beiden Schrauben entferne ich mit der Pinzette die Abdeckung. Danach trenne ich den Kontakt des Akkus vorsichtig mit dem Spatscher von der Platine. Ich entferne jetzt die 5 Schrauben und das Abdeckblech, die über den Anschlüssen des Displays liegen. Dabei ist ganz wichtig, dass ich die Schrauben richtig sortiere, da ich das Logic Board bei einem Rückbau durch das Vertauschen der Schrauben beschädigen könnte. Es können Schäden wie ein Bluescreen oder der Ausfall der Hintergrundbeleuchtung entstehen. Als nächstes entferne ich das Blech. Ich trenne jetzt die Kontakte in folgender Reihenfolge. Zuerst für die Frontkamera und Hörmuschel, dann für Display und Touchscreen und zuletzt den Kontakt für den Home-Button und die Touch-ID. Ich entferne jetzt die beiden Schrauben und das Abdeckblech über dem Home-Button, damit ich diesen entfernen kann. Bevor ich den Home-Button entfernen kann, muss ich noch den Kontakt lösen. Danach kann ich vorsichtig das Kabel vom Displayrahmen lösen und danach den Home-Button aus dem Rahmen entfernen. Ich muss den Home-Button herausdrücken, dazu hebe ich mir das Display etwas an und dann kann ich ihn mit dem Finger von vorn so hochdrücken und entfernen. In diesem Schritt setze ich den Home-Button wieder ein. Dieser kann mit 2 Nasen im Kabel relativ gut positioniert werden. Ansonsten muss er natürlich hier durch die Öffnung im Displayglas geführt werden. Das Ganze ein bisschen andrücken, damit es sich ordentlich verklebt und dann den Kontakt wieder anbringen. Als nächstes fixiere ich dann den Home-Button wieder mit dem Blech und den 2 Schrauben. Ich bringe jetzt die Display-Kontakte wieder an und beginne mit dem Kontakt für den Home-Button. Schließe dann für Display und Touchscreen wieder an
und zuletzt den für Hörmuschel und Frontkamera. Als nächstes bringe ich die Abdeckung für die Displaykontakte wieder an. Die lege ich mir hier auf und halte sie mit einem Finger fest und fixiere diese dann. Wie schon eingangs erwähnt, dürfen die Schrauben nicht vertauscht werden, da sonst die Platine beschädigt wird. Als nächstes bringe ich den Akkukontakt wieder an. Diesen drücke ich vorsichtig mit dem Finger in die Buchse. Zum kleinen Knackgeräusch rastet der dann ein. Dann kann ich die Abdeckung wieder auflegen. Natürlich so, dass die über den Gewinden liegt. Und dann nach und nach die beiden Schrauben wieder ansetzen, um das Ganze zu fixieren. Jetzt ist alles verschraubt und ich kann das Gerät wieder schließen. Zuerst das Display etwas runterklappen, dann an der Oberseite des Gerätes einhaken und dann das gesamte Display runterklappen und die restlichen Nasen einhaken lassen. Nochmal alles andrücken und dann ist das Gerät geschlossen. Um die Reparatur dann abzuschließen, müssen nur noch die beiden Pentaloop-Schrauben links und rechts von der Ladebuchse angebracht werden. Dein iPhone ist jetzt repariert und ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht. Solltest du an einer Stelle doch nicht weiterkommen, kontaktiere mich über iDock.eu, ich werde dir gerne helfen. In unseren How-To-Videos findest du schon einige Problemlösungen und Tipps und Tricks für dein iPhone. Schau dir doch die Videos mal an oder besuche uns auf Facebook.